überraschende Anzeichen dafür, dass jemand mit Geld nicht umgehen kann. Obwohl wir oft vorschnelle Urteile über die finanzielle Situation von Menschen fällen, die ausschließlich auf dem äußeren Erscheinungsbild basieren, ist dies selten ein genaues Abbild der Realität. Wir sehen häufig jemanden, dem es finanziell sehr gut zu gehen scheint und der eine viel bessere Situation zu haben scheint als wir selbst. Wenn wir uns jedoch die tatsächlichen Umstände genauer ansehen, stellen wir möglicherweise fest, dass es ihm viel schlechter geht als uns. Heute werden wir diese offensichtlichen Anzeichen dafür besprechen, dass jemand finanziell unverantwortlich handelt. Ein Indikator dafür, dass jemand schlecht mit Geld umgehen kann, ist seine extrem enge Denkweise und die Weigerung, alternative Standpunkte oder Ideen in Betracht zu ziehen. Ein effektives Geldmanagement erfordert die Bereitschaft zu lernen und sich an veränderte Umstände anzupassen, einschließlich Veränderungen in der Wirtschaft und bei Investitionsmöglichkeiten. Egal wie intelligent oder gebildet du bist, es gibt immer etwas Neues zu lernen. Jemand wird wahrscheinlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn er sich weigert, neue Finanzstrategien in Betracht zu ziehen, guten Rat in den Wind schlägt oder blind an alten Praktiken festhält. Durch ihre sture Haltung verpassen sie möglicherweise Gelegenheiten, Geld zu sparen, nach hochbezahlten Jobs zu suchen oder kluge Investitionen zu tätigen. Beispielsweise könnten sie darauf bestehen, ihr gesamtes Geld auf einem niedrig verzinsten Konto zu belassen, anstatt höher verzinste Optionen wie Aktien in Betracht zu ziehen. Weil ein Onkel an der Börse Geld verloren hat, könnten sie behaupten, dass Investitionen in Aktien zu riskant sind. Alternativ könnten sie durch hohe Zinssätze, übermäßige Gebühren, den hohen Arbeitsaufwand oder Wartungsschwierigkeiten abgeschreckt werden. Sie könnten die Idee, ein Unternehmen zu gründen, mit den Worten abtun: Weißt du, wie viele kleine Unternehmen scheitern? Selbst wenn sie am Ende des Monats regelmäßig pleite sind und keine Ahnung haben, wohin ihr Geld geflossen ist, könnten sie es vermeiden, sich über neue Apps oder Budgetierungstools zu informieren, die ihnen helfen könnten, ihre Ausgaben besser zu kontrollieren. Es ist möglich, dass sie keine Beförderung anstreben wollen, weil sie behaupten, dass dies zu viel Aufwand erfordern würde. Wenn sie ihr Wissen und ihre Praktiken nicht auf den neuesten Stand bringen, können ihre Finanzen stagnieren oder sogar zurückgehen. Sie könnten schlechte finanzielle Entscheidungen treffen, beispielsweise keine Diversifizierung der Investitionen vornehmen oder hochverzinsliche Kreditkarten behalten, obwohl es bessere Optionen gibt. Umgekehrt ermöglicht Offenheit es den Menschen, sich zu informieren und klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Sie sind eher bereit, professionellen Rat einzuholen und zu befolgen, sich über Markttrends auf dem Laufenden zu halten und ihre Strategien bei Bedarf anzupassen. Diese Flexibilität kann zu besseren Ersparnissen, klügeren Investitionen und einer effizienteren Geldverwaltung führen. Letztendlich hängen finanzielle Stabilität und Erfolg von der Fähigkeit ab, neue Informationen und Perspektiven zu berücksichtigen. Immer wieder dieselben finanziellen Fehler zu begehen, ist ein weiterer Indikator dafür, dass jemand nicht gut mit Geld umgehen kann. Dies zeigt, dass er sich nicht bemüht, seine finanziellen Gewohnheiten zu ändern oder aus vergangenen Fehlern zu lernen. Zum Beispiel geben sie möglicherweise impulsiv Geld aus, ohne sich an ein Budget zu halten, überziehen ihr Bankkonto häufig, häufen erhebliche Kreditkartenschulden an oder haben einen Autokredit, der sie völlig überfordert. Mit der Zeit können sich diese Fehler verschlimmern und zu ernsteren Problemen wie einer schlechten Bonität, wachsender Verschuldung und geringen bis keinen Ersparnissen führen. Darüber hinaus können Probleme wie Stress und Beziehungsprobleme durch eine schlechte Geldverwaltung entstehen. Wiederholte finanzielle Fehler deuten auf einen Mangel an Verständnis oder Interesse an einer effektiven Geldverwaltung hin. Menschen geben möglicherweise weiterhin 8 Euro für ihre tägliche Kaffeegewohnheit aus, obwohl ihr Einkommen dies eindeutig nicht zulässt, oder sie versäumen regelmäßig die Zahlung von Rechnungen. Dies führt zu unnötigen Mahngebühren und schadet ihrer Kreditwürdigkeit, was sie letztendlich mehr Geld kostet. Ein solches Verhalten deutet im Allgemeinen auf ein mangelndes Verständnis von Finanzdisziplin oder eine schlechte Geldverwaltung hin. Menschen können sich aufgrund dieses Fehlerzyklus ständig verschulden. Zum Beispiel führt wiederholtes Überziehen des Kontos zu hohen Bankgebühren, sodass noch weniger Geld für das Nötigste übrig bleibt und weitere Überziehungen die Folge sind. Ebenso kann das Anhäufen von Kreditkartenschulden ohne eine Strategie, diese schnell abzubezahlen, außer Kontrolle geraten, was eine Entschuldung erschwert.
Wenn Sie jemals einen Kredit für ein Auto aufnehmen oder ein Haus kaufen wollen, werden Sie die Folgen dieser Schläge gegen Ihre Kreditwürdigkeit zu spüren bekommen. Gelegentlich geben Sie zu, dass diese Fehler dumm waren. Diese wiederkehrenden Fehler können dazu führen, dass Sie sich unfähig fühlen, Ihre Finanzen zu verwalten, was zu weiteren schlechten Entscheidungen und einem Gefühl der Machtlosigkeit führt. Umgekehrt lernen diejenigen, die mit Geld klug umgehen, aus ihren Fehlern und finden heraus, wie sie in Zukunft vermeiden können. Sie können ein Budget erstellen, um ihre Ausgaben zu kontrollieren, automatische Zahlungen einrichten, um Mahngebühren zu vermeiden oder sich von Finanzberatern beraten lassen. Aus unseren Fehlern zu lernen, ist für den Aufbau einer soliden und sicheren Zukunft unerlässlich. Daher ist das wiederholte Begehen derselben finanziellen Fehler ein wichtiger Indikator dafür, dass jemand nicht gut mit Geld umgehen kann. Ein weiterer Indikator dafür, dass jemand schlecht mit Geld umgehen kann, ist, wenn er sich völlig verschließt, sich irrational aufregt, wenn das Thema angesprochen wird oder sich weigert, überhaupt darüber zu sprechen. Diese Reaktion deutet in der Regel darauf hin, dass er die Dinge nicht im Griff hat und sich wegen seiner finanziellen Situation unwohl fühlt. Eine Person, die es vermeidet, über Geld zu sprechen, könnte Schulden oder andere schlechte Ausgabegewohnheiten verbergen und sich gegen Beratung oder Unterstützung wehren. Sie könnte Wut oder Rückzug als Bewältigungsmechanismus einsetzen, um nicht zugeben zu müssen, dass sie Änderungen vornehmen oder sich ihrer finanziellen Situation stellen muss. Menschen, die es vermeiden, über Geld zu sprechen, tun dies in der Regel, weil sie sich schämen oder von ihren Umständen überfordert sind. Sie haben möglicherweise keine Ersparnisse, sind hoch verschuldet oder haben keinen klaren Plan für die Zukunft. Diese Vermeidung hindert sie daran, die zugrunde liegenden Gründe für ihre Probleme anzugehen und Lösungen zu entwickeln. Außerdem hindert es Einzelpersonen daran, Wachstumschancen und Lernmöglichkeiten zu ergreifen, da sie auf Beratung, Unterstützung und neue Perspektiven verzichten, die ihnen helfen könnten, ihr Geld effektiv zu verwalten. Wenn jemand wütend oder defensiv wird, ist das oft ein Zeichen dafür, dass er sich mit seiner finanziellen Situation unwohl fühlt. Dieses Unbehagen wird in seinen Reaktionen deutlich. Sie werden unruhig, weil sie erkennen, dass es Probleme gibt, aber ihre Wut und Frustration hindern sie daran, Lösungen zu finden. Diese Reaktion verhindert eine effektive Kommunikation und Selbstreflexion, sodass es für Freunde, Familienangehörige oder Finanzberater schwierig ist, Unterstützung anzubieten. Ihre Wut rührt von der Unzufriedenheit mit ihrer Situation oder von Erinnerungen an vergangene Kritik an ihren Entscheidungen her. Diese Abwehrhaltung kann Einzelpersonen davon abhalten, notwendige Änderungen zur Verbesserung ihrer Finanzen vorzunehmen, wie beispielsweise die Beratung durch einen Berater oder die Umsetzung besserer Budgetierungstechniken. Sie weigern sich, die zugrunde liegenden Probleme zu berücksichtigen, sodass das Nachdenken über das Thema sie lähmt. Sie kommen nicht auf Lösungen, wodurch sich die Situation verschlimmert. Ihre Unfähigkeit, über Geld zu sprechen, ohne sich aufzuregen, emotional zu werden und sich zu verschließen, ist ein klares Zeichen für schlechtes Finanzmanagement. Um dieses Problem anzugehen, ist es oft notwendig, Vertrauen aufzubauen, einen sicheren Raum für ehrliche, nicht wertende Gespräche über Geld zu schaffen und ihnen dabei zu helfen, einen Aktionsplan zu entwickeln, um einen Punkt zu erreichen, an dem ihre aktuelle Situation sie nicht mehr beunruhigt. Unabhängig davon, wie erfolgreich und wohlhabend jemand zu sein scheint, spiegelt der äußere Eindruck oft nicht die wahre finanzielle Realität wider. Trotz äußerer Anzeichen können Menschen mit dem Umgang mit Geld zu kämpfen haben, wenn sie wiederholt dieselben Fehler begehen, engstirnige Ansichten über neue Finanzkonzepte vertreten und offene Diskussionen über Geld vermeiden. Diese Verhaltensweisen können zu Stress und langfristigen finanziellen Problemen führen. Wenn man diese Anzeichen erkennt, kann man sein Finanzmanagement durch Bildung, Budgetierung und Offenheit für die Diskussion von Geldangelegenheiten verbessern. Durch eine Änderung dieser Verhaltensweisen können Menschen finanziell abgesichert werden und weniger Stress erleben, wodurch sich viele Aspekte ihres Lebens fast sofort verbessern. Wenn man Einzelpersonen dazu ermutigt, sich ihrer finanziellen Praktiken bewusst zu werden und ehrliche Gespräche über Geld zu führen, kann dies zu besseren